MMA, blutrünstiges Spektakel oder die Königsdisziplin aller Kampfsportarten. Während MMA-Fans Letzteres unterschreiben würden, sind bei Kritikern und Laien noch viele Vorurteile und Vorbehalte gegenüber dem MMA vorhanden. Dies liegt nicht zuletzt an den teils sehr reißerischen Medienberichten sowie der zu geringen Aufklärungsarbeit in den vergangenen Jahren. Doch was ist eigentlich dran an den Vorurteilen gegenüber MMA? Wird MMA zu Unrecht verurteilt oder haben die Kritiker recht? Genau das klären wir im heutigen Video, in dem wir 4 der häufigsten Vorurteile gegenüber MMA genauer unter die Lupe nehmen. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil der MMA Unfolded Basics und viel Spaß bei diesem Video. Von manchen wurde bzw. wird MMA als eine nahezu regellose Schlägerei angesehen, bei der mehr oder weniger alles erlaubt ist. Ihren Ursprung hat diese Kritik wohl in den Anfängen des modernen Mixed Martial Arts bzw. der größten Veranstaltungsreihe im MMA, der UFC. In ihren Anfangszeiten in den 90er Jahren hatte die UFC mit dem Slogan "There are no rules" geworben. Entsprechend wurde damals ein sehr martialisches und gewaltreiches Bild des MMA vermittelt, das wohl bis heute zu Reputationsproblemen führt. Was viele nicht wissen, ist, dass es trotz des Slogans "There are no rules" schon bei der ersten Ausgabe der UFC ein marginales Regelwerk vorhanden war, das zum Beispiel Beißen und Augenstechen verbot. Das martialische Klischee hat sich leider bis heute in vielen Köpfen festgesetzt, obwohl im Laufe der Zeit ein ausgefeiltes MMA-Regelwerk, die sogenannten Unified Rules of MMA, entwickelt wurden. Die Unified Rules of MMA stehen Regelwerken anderer Kampfsportarten, wie zum Beispiel dem Boxen oder dem Muay Thai, in nichts nach. In den Unified Rules sind zum Beispiel Gewichtsklassen, Rundenzeiten, Fouls, die Judging-Kriterien und auch die Anforderungen an die Ringfläche geregelt. Den Unified Rules werden wir uns in diesem Kanal mit weiteren Videos noch ausführlicher widmen. Kurzum, es gab im modernen MMA zu Beginn ein zugegebenermaßen marginales Regelwerk, das sich aber im Laufe der Zeit zu einem vollwertigen Regelwerk entwickelt hat. Von Regellosigkeit kann somit heutzutage nicht mehr die Rede sein. Die Kämpfer werden in einen Käfig gesperrt und einer kommt lebend raus. Etwas überspitzt, aber so mancher sieht den MMA-Cage scheinbar als ein unüberwindbares Gefängnis an, aus dem die Athleten nicht entkommen können. Dass der Cage kein Gefängnis ist, sondern einen wichtigen Nutzen hat, der der Sicherheit der Athleten dient, wird dabei vergessen. Der Cage verhindert nämlich das Herausfallen der Athleten aus der Ringfläche. Wenn zum Beispiel ein Athlet einen Takedown nah an der Ringbegrenzung ausführt, verhindert der Maschendrahtzaun, dass die Athleten Gefahr laufen, aus dem Ring zu fallen und sich gegebenenfalls schwer zu verletzen. Auch sind die Athleten im Cage nicht auf sich allein gestellt, denn der Referee ist während des Matches für die Athleten zuständig und schreitet ein, sobald ein Athlet sich nicht mehr intelligent verteidigt, sich verletzt oder auch K.O. geht. Das Austragen von MMA in einem Ring mit Seilen ist zwar im Grundsatz denkbar, aber letztlich aufwendig für den Referee, der die Athleten ständig repositionieren muss, und andererseits auch gefährlich für die Athleten, die aus dem Ring fallen könnten. Im Laufe der Zeit hat sich der Cage außerdem zu einem elementaren Bestandteil des Sports entwickelt. Denn so mancher Gameplan kann nur mit Hilfe des Cages realisiert werden und manche Technik, wie zum Beispiel der sogenannte Cage Walk, wäre ohne den Cage logischerweise nicht denkbar. Es bleibt festzuhalten, dass der Cage weder ein Gefängnis für die Athleten darstellt, noch dem MMA einen martialischen Charakter geben soll, sondern der Sicherheit der Athleten dient und aus dem MMA nicht wegzudenken ist. Kritiker werfen dem MMA oft vor, dass das Schlagen eines am Boden befindlichen Gegners unsportlich und moralisch verwerflich sei. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass es sich beim MMA nicht um Straßenkämpfe handelt, die oft von einer hohen Ungleichheit und Brutalität geprägt sind. Vielmehr handelt es sich beim MMA um einen sportlichen Wettkampf, bei dem 2 trainierte Athleten desselben Gewichts unter Aufsicht des Referees und Einhaltung eines ausführlichen Regelwerks ihre Kräfte messen. Die Athleten im MMA sind in allen Bereichen des Kampfsports geschult und sind demnach auch gewohnt, aus der Rückenlage zu arbeiten.
Entsprechend ist zu betonen, dass die Rückenlage nicht automatisch Wehrlosigkeit oder Unterlegenheit des Athleten bedeutet. Manche Athleten präferieren gar die Rückenlage und ziehen ihren Gegner mit Guard Pulls auf sich, um von dort aus mit ihrem Ground Game zu arbeiten. Nicht umsonst wird die Guard oft als neutrale Position angesehen, da beide Athleten mit effektiven Aktionen punkten können. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass Athleten durch Sweeps aus der Rückenlage selbst in die Oberlage gelangen. Angriffe aus der Rückenlage oder ein Wechsel der Position ist also stets möglich. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass Schlagtechniken aus den Bodenpositionen im Durchschnitt signifikant schwächer und somit weniger schädigend als im Stand sind. Außerdem darf man nicht vergessen, dass bei MMA-Matches immer Referees vor Ort sind, die einschreiten, sobald ein Athlet sich nicht mehr intelligent verteidigt. Sollte ein Athlet in der Rückenlage also keine entsprechende Verteidigung mehr aufweisen, so wird der Referee schnellstmöglich das Match beenden, um den unterlegenen Athleten zu schützen. Das Einschlagen auf einen wehrlosen Athleten wird so verhindert und insgesamt kann also festgehalten werden, dass der sportliche Wettkampf im MMA einerseits nicht mit dem Straßenkampf verwechselt werden darf und gleichzeitig die Rückenlage im MMA nicht automatisch eine unterlegene Position ist. Ground and Pound ist also nicht barbarisch oder unsportlich, sondern ein legitimer Bestandteil des Sports, der MMA gleichzeitig auch von anderen Kampfsportarten abhebt. Da MMA eine vergleichsweise spektakuläre Kampfsportart ist, bei der außerdem häufig auch oberflächliche Blessuren wie Cuts oder Schwellungen auftreten, wird häufig angenommen, dass MMA gefährlicher als andere Kampfsportarten sei. Zuerst sei gesagt, dass eigentlich jeder Sport ein gewisses Risiko von Verletzungen mit sich bringt, ob Fußballspielen, Reiten, Cheerleading oder eben MMA. Kampfsport im Spezifischen weist aufgrund der Kontaktintensität im Vergleich zu manch anderen Sportarten natürlich ein höheres Risiko auf. Allerdings zeigen Studien, dass MMA nicht gefährlicher ist als andere Kampfsportarten. So zeigt zum Beispiel ein wissenschaftlicher Artikel im Journal of Sports Science and Medicine aus dem Jahre 2006, dass die Verletzungsrate im MMA ähnlich zu anderen Kampfsportarten ist. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass die Gefahr von Kopfverletzungen wie Gehirnerschütterung signifikant geringer ist als beim Boxen. So zeigt ein weiterer wissenschaftlicher Artikel aus dem Jahre 2014, dass ernsthafte Kopfverletzungen wie Gehirnerschütterung beim MMA viel seltener auftreten als im Boxen. Dies ist schon allein deswegen einleuchtend, weil im Gegensatz zum Boxen die Trefferfläche beim MMA nicht auf den Kopf und Oberkörper beschränkt ist. Andererseits sind im MMA außerdem Aktionen aus dem Bereich des Grappling möglich, die häufig einen relevanten Teil der Runde in Anspruch nehmen. Insgesamt gibt es im MMA, abgesehen von Gehirnerschütterung, relativ selten ernsthaftere Verletzungen, sondern häufig oberflächliche Verletzungen wie Cuts. Nichtsdestotrotz ist MMA ein Vollkontaktkampfsport mit entsprechenden Risiken. Dafür, dass MMA in seiner heutigen Form gefährlicher ist als andere Kampfsportarten, gibt es allerdings keine Evidenz. Insgesamt ist festzuhalten, dass viele der immer noch vorhandenen Vorurteile gegenüber dem MMA auf dem martialischen Image der Anfangszeiten des Sports in den 90er Jahren beruhen. Glücklicherweise rücken immer mehr Menschen von ihren Vorurteilen ab und erkennen den Wandel, den der Sport in den vergangenen Jahrzehnten genommen hat. Entsprechend ist auch in den letzten Jahren ein klar positiver Trend in der Medienberichterstattung über MMA zu erkennen. Wir hoffen, dass wir mit unserem Kanal ebenfalls einen kleinen Teil zur Aufklärung rund um MMA beitragen können. Gibt es weitere Vorurteile und Kritik, die euch regelmäßig begegnen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und wir werden eure Vorschläge in einem weiteren Video berücksichtigen. Während die Kritiker des MMA wohl niemals von MMA als einer legitimen Sportart sprechen würden, kämpfen viele andere für die Anerkennung des MMA als Sport. Im nächsten Video werden wir untersuchen, wie ein Sport überhaupt definiert wird und ob MMA als Sport einzuordnen ist. Falls euch das heutige Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, stay tuned und bis zum nächsten Mal bei MMA Unfolded.